Einen habe ich noch, die Fritten von In-N-Out. Die sind gar nicht so gut, ne? Die sind eher kacki, würde ich mal fast schon sagen. Ich mag die überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, warum die Kalifornier so drauf abgehen. Der Burger ist eine andere Geschichte, aber die Fritten, was ist denn da los? Und ich hatte die schon mal well done, also doppelt frittiert. Ich hatte die auch schon mal Animal Style und so weiter. Ich finde die Fritten bei In-N-Out einfach irgendwie extrem fragwürdig. Was ist denn da los, Kalifornien, bitte? Was ist denn da los? Hallo Leute, mein Name ist Steffen. Ich wohne schon seit über 10 Jahren in Los Angeles in Kalifornien. Und in meinen Videos geht es rund um das Thema Leben in den USA. Heute gucken wir uns einige Fast Food Joints hier in Los Angeles an. Los geht's nach meinem kurzen Intro. Deutschland, I've been looking for America. Check it out, go. Natürlich müssen wir diese Liste mit In-N-Out beginnen, ist ja logisch, weil In-N-Out ist von hier, von Baldwin Park. Das ist so hier eine Vorortschaft von Los Angeles. Da ist auch die In-N-Out University, könnt ihr hingehen, ist ganz interessant. Auf jeden Fall, ich erkläre das jetzt einfach mal. Als ich das allererste Mal zu In-N-Out gegangen bin, war ich im College und meine Klassenkameraden, die haben das gehypt, bis es nicht mehr ging. Da ging es echt so los, ja, du kriegst jetzt den besten Burger in Kalifornien, das ist das Allerbeste. Und zack, gehen wir rein, ich krieg den Burger und ich denke mir einfach nur, das ist der beste Burger von Kalifornien? Wirklich? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe es überhaupt nicht kapiert, was das sollte und ich habe den Hype nicht verstanden. Ich war danach auch ewig lang nicht mehr bei In-N-Out. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Irgendwann hat mir das dann mal jemand erklärt. Die meinte, guck dir mal an, wie viel du bezahlst und was du dafür bekommst. Für das Geld, was du bezahlst, kriegst du hier in Kalifornien keinen besseren, keinen frischeren Burger. Und dem Statement stimme ich auch so zu. Ich glaube, für das Geld, das du bezahlst, kriegst du bei In-N-Out den besten Burger. Das ist wesentlich besser als McDonald's oder was weiß ich, Burger King, Carl's Jr. und Jack in the Box. Wesentlich besser. Es schmeckt frischer, die Zutaten sehen besser aus. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr hierher kommt, In-N-Out. Aber die Fritten verstehe ich bis heute nicht, warum die Kalifornier die auch noch verteidigen, weil die Fritten, die sind einfach nicht besonders gut. Die sind extrem mehlig innen drin. Ich weiß nicht, ich mag die Fritten so nicht. Hab die auch schon doppelt frittiert probiert, hab die auch schon Animal Style probiert, mag die Fritten von In-N-Out nicht, deswegen haue ich mir einfach 2 Burger rein. Boom. Weiter geht's. Als nächstes wollen wir uns Taco Bell anschauen und ich habe immer gehört, dass es bei euch in Deutschland demnächst einen Taco Bell gibt, aber das heißt es ja schon irgendwie seit 2022, oder? Soweit ich weiß, soll in Berlin Taco Bell aufmachen, aber das ist jetzt schon wieder verschoben worden, also gucken wir mal, was passiert. Taco Bell finde ich persönlich extrem geil, muss ich zugeben. Ich weiß schon, es ist kein mexikanisches Essen. Taco Bell ist für mich so eine eigene Kategorie. Das ist halt einfach Taco Bell, je nachdem, was du dir da reinschaufelst. Aber ich finde das schon echt ziemlich geil. Das Problem bei mir war, ich habe neben einem Taco Bell gewohnt für eine Weile. Und das hat wirklich zu einem Problem geführt, weil ich das viel zu oft gegessen habe. Und das Essen ist natürlich jetzt nicht das Nährhafteste, sage ich mal. Aber Taco Bell, oh mein Gott, finde ich schon ganz geil. Hier in LA haben wir mittlerweile sogar einen Taco Bell, das heißt Taco Bell Cantina. Da kannst du dir deinen Slushy spiken, also da kannst du Alkohol reingeben. Die haben dann, glaube ich, was gibt es da? Kannst sogar Mezcal, Tequila, was weiß ich, Wodka, Gin, haben die alles am Start und kannst du dann Mountain Dew Slushy mit Schuss hier reinknallen. Also ist schon ganz ordentlich. Taco Bell ist natürlich das komplett eigene Biest, aber wenn ihr es noch nie hattet, probiert es auf jeden Fall. Schmeckt total interessant, aber natürlich ja, fragwürdig, definitiv, was ich mir da reinschaue. Dann wollen wir uns McDonald's und Burger King angucken, die gibt es ja bei euch auch. Ich muss gestehen, ich war da jetzt schon länger nicht mehr, aber wie ich mich so dran erinnere, ist die Qualität in Deutschland definitiv besser als in den USA. Und wenn ich jetzt so die Preise mir angucke, dann ist das alles viel zu teuer, für was es eigentlich ist. Also ich war da jetzt schon länger nicht mehr. Deswegen, die gibt es hier, da könnt ihr auch hingehen, aber weiß ich auch nicht. Ich muss auch sagen, meine allererste Erfahrung, vor allem mit einem Burger King, das war schon recht hart, unfreiwillig. Ich war in Downtown San Francisco an einem Black Friday. Warum ich dort war, ist es erstmal egal, aber ich musste dringend zur Toilette, bin in den Burger King rein, musste da was kaufen, damit ich den Code für die Toilette bekomme.
Und es war so ekelhaft da drin, dass ich meinen Burger einfach jemandem gegeben habe, weil es war einfach nur widerlich. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen habe ich dann für ein paar Jahre Burger King gemieden. Einfach weil ich dachte, Burger King ist einfach nichts für mich, sage ich jetzt einfach mal. Okay, das war schon eher hart. Weiter geht's. Dann wollen wir uns als nächstes Jack in the Box und Carl's Jr., das in manchen Staaten auch Hardee's heißt, angucken. Das ist so mit Burger King und McDonald's vergleichbar von der Qualität her, meiner Meinung nach. Wenn ihr auf Fast Food steht, solltet ihr das auf jeden Fall ausprobieren, weil es ist natürlich eine neue Erfahrung. Aber von der Qualität her ist es jetzt auch nicht so geil. Mein Lieblingsding ist höchstwahrscheinlich Carl's Jr., aber ich versuche da jetzt auch nicht so wahnsinnig oft hinzugehen, weil das Ganze ist natürlich jetzt nicht so nährstoffreich, sage ich einfach mal. Interessanterweise, Jack in the Box ist ursprünglich aus San Diego, soweit ich weiß, und denen geht es nicht so wahnsinnig gut. Die schließen immer mehr Lokale hier. Also, wenn ihr das noch ausprobieren wollt, nützt die Chance, sage ich mal. Jack in the Box und Carl's Jr. Weiter geht's. Als nächstes gucken wir uns Chick-fil-A an. Also Chick-fil-A. Chick-fil-A. Ist ursprünglich aus Atlanta, hat aber, soweit ich weiß, fast die ganzen USA erobert. Hier in LA haben wir auch einige davon. Und die haben sich auf frittiertes Hühnchen spezialisiert. Also vor allem diese Chicken Sandwiches, die die haben, sind sehr gut. Mag ich selber auch, muss ich sagen. Die haben auch so super gute Soßen, die verkaufen. Also nur die Soßen alleine. Und das Abgefahrene ist, die haben sich auf die Drive-Thrus spezialisiert. Also hier gucken wir uns mal ganz kurz dieses Design hier an. Da haben die einen 4-spurigen Drive-Thru. Das heißt, du kannst 4 Spuren bestellen und dich da anstellen. Also das ist schon aufs Auto ausgelegt. Aber in Amerika ist das natürlich das Nonplusultra und super geil. Aber guckt euch das mal an, das ist abgefahren, oder? Vor allem für mich, der kein Auto hat. Uiuiui. Damn. Auf jeden Fall, was auch nennenswert ist hier, sagen wir mal, der Gründer war sehr werteorientiert. Das führt auf der einen Seite zu coolen Sachen, wie zum Beispiel, dass sonntags Thanksgiving und Weihnachten geschlossen ist. Das heißt, das ist gut für die Mitarbeiter, vor allem mit Sonntag. Das ist ja in den USA eigentlich nie so. Auf der anderen Seite hatte der Mann aber dann Probleme mit der LGBTQ+-Community. Die haben das dann sozusagen boykottiert. Es gibt da diesen Witz, den ich gehört habe. Ist nicht mein Witz, habe ich gehört. Aber man hat mir mitgeteilt, dass das Hühnchen dort, das Chicken Sandwich, so gut ist, dass die LGBTQ+-Community da mal ein Auge zudrückt und trotzdem zum Essen hingeht. Auch wenn diese Firma gegen die aufgestellt ist. Wenn wir in LA von Fast Food sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Panda Express sprechen. Das ist ein chinesisch inspiriertes Fast Food und wurde hier in Rosemead, das ist sehr nahe dran hier, also ist sozusagen Locals, ist direkt neben Pasadena, Rosemead, und dort wurde das gegründet. Anscheinend sind die auch sehr nett zu ihren Mitarbeitern und bezahlen die sehr gut, soweit ich das gelesen habe. Und das kann ich auch empfehlen, so aus der Fastfood-Perspektive. Die sind vor allem für ihr Orange Chicken bekannt. Also es ist so frittiertes Hühnchen mit so einer orangenen Soße. Schmeckt alles total super. Du kriegst auch eine riesige Portion, für was du bezahlst. Ist halt Fastfood, ist ja logisch. Du kannst hier natürlich in LA auch richtiges chinesisches Essen haben. Aber das ist halt nicht Panda Express. Das ist natürlich eine andere Kategorie, wie ich schon gesagt habe. Ne? Aber Panda Express kann man schon mal sich reinknallen, ist ganz geil. Weiter geht's. Dann wollen wir uns noch die mexikanisch inspirierten Fastfood-Joints hier angucken. Und zwar Chipotle, El Pollo Loco und Del Taco. Chipotle kennt ihr ja höchstwahrscheinlich. Gibt es ja sogar in Deutschland, in Frankfurt, soweit ich weiß. Übrigens, da habe ich eine Frage. Mir hat jemand gesagt, dass die Guac 7 € kostet. Stimmt das? Lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen, wenn ihr schon mal im Chipotle in Frankfurt wart. Okay, Guac $7. Damn. Das Einzige, was günstiger in Kalifornien ist als in Deutschland, ist die Guacamole. Ha? Das ist ja auch geil. Naja, auf jeden Fall, Chipotle ist sehr geil. Er hat bei mir auch zur Gewichtszunahme geführt, weil ich das erstmal eine Weile lang viel zu oft gegessen habe, aber es ist natürlich sehr lecker. Diese Bowlen oder der Burrito oder was weiß ich, das kann man sich auf jeden Fall schon mal gönnen. Und die Qualität von Chipotle scheint auch besser zu sein als viele andere Sachen, um ganz ehrlich zu sein. Und übrigens, es heißt Chipotle, nicht Chipotle oder was weiß ich, Chipotle, okay? Auf jeden Fall sind die hier auch krass am expandieren. Ich habe mal gelesen, dass die hier in den USA am weitesten, am schnellsten expandieren. Also es ist schon beeindruckend, gibt es hier auch echt überall, aber Chipotle kann man sich schon mal gönnen aus Fastfood-Sicht. Dann ein bisschen mehr mexikanisch inspiriert ist
El Pollo Loco, die haben sich auf Hühnchen spezialisiert. Da gibt es extrem gute Salate, vor allem für das Gelb meiner Meinung nach. Und in Kombination mit dem Hühnchen ist das schon mal sehr geil. Kann man sich auf jeden Fall reinfahren. El Pollo Loco. Dann gibt es hier auch noch Del Taco, aber die sind hier langsam am Verschwinden. Um ganz ehrlich zu sein, war ich da nur ein einziges Mal. Deswegen weiß ich auch schon gar nicht mehr genau, wie das war. Aber Del Taco gibt es hier auch. Aber wie gesagt, die sind so langsam am Verschwinden. Dann, wenn wir über mexikanisches Fastfood sprechen, muss man natürlich auch einfach nur diese regulären Tacos erwähnen, weil das ist ja im Endeffekt Fast Food. Die gibt es hier an jeder Ecke. Manche haben da einen Stand aufgebaut, manche haben einen Taco-Truck, manche haben ein Restaurant. Aber das kann ich definitiv empfehlen. Haut euch diese Tacos rein. Das ist ja im Endeffekt auch Fast Food, weil es geht ja ganz schnell und die sind auch günstig und die sind super, super gut. Beste Tacos außerhalb von Mexiko, habe ich gehört. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ja, auf jeden Fall haut euch richtige Tacos rein, wenn ihr hier seid. So viel zum Thema Fastfood-Ketten in Los Angeles und welche ich gut finde und welche nicht so. Was denkt ihr denn darüber? Welche Fastfood-Kette hättet ihr gerne in Deutschland, die ihr nicht habt, aber die wir hier haben? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Oder was findet ihr geil oder nicht so geil? Auch in den Kommentaren, okay? Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, lasst ein Like da und aktualisiert die Glocke, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Hier ist übrigens ein Video zum Thema, wo gehe ich in Koreatown, Los Angeles am besten zum Essen? Hier klicken, sehr interessant. Boom, das war's. Vielen Dank noch einmal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.